Hallo und herzlich willkommen zum 129. City Update auf dem Kanal Kasi Brickborn. Ich habe mir gedacht, ich werde heute an diesem Berg hier ein bisschen die Lücke schließen, und zwar in diesem Bereich, das heißt auch ein abnehmbares Element machen, sodass ich das rausnehmen kann, um letztendlich nochmal an den Berg zu kommen. Das wird jetzt nicht so einfach. Wie ich anfange und wie ich starte, kann ich jetzt noch nicht mal sagen. Ich zeige euch einfach das alles im nächsten Baufortschritt. Da habe ich schon richtig was geschafft. Das ist richtig stabil. Das ist die Unterkonstruktion für die einschiebbaren Baseplates. Und ich habe hier so 2 Stück, 16 x 16. Die werde ich hier einschieben können oder auch einsetzen können, je nachdem. Im Moment lässt es sich halt super einschieben noch. Ja, und das Ganze werde ich jetzt hier mit Gelände versehen. Das heißt, den Verlauf hier so ein bisschen runter machen. Das heißt, wir gehen immer ein bisschen tiefer. Ich denke mal, das ist so ein Unterschied so von 3 Bricks von hier bis hier. Das ist das Erste, was ich jetzt erstmal tun möchte. Und dann würde ich sagen, melde ich mich gleich wieder, wenn ich das Gelände gemacht habe. So, ich habe diese Elemente soweit jetzt fertig gemacht. Ich zeige sie euch einmal. Ich habe das jetzt mit grünen Baseplates gemacht. Grau hatte ich jetzt nur noch die eine da. Weiß man ja nie, wofür man sie braucht. Ja, das Gelände so ein bisschen angepasst. Und das ist das obere Element. Das setze ich jetzt einmal hier oben ein. Einmal. Dann zeige ich euch das untere Element noch einmal. Also im Prinzip gleicher Aufbau. Viel hohl gebaut natürlich auch, aber trotzdem stabil. Und auch das lässt sich hier jetzt wunderbar einsetzen. Ja, das ist doch wohl klasse. Das heißt, ich kann die beiden immer rausschieben, wenn ich mich hier mal richtig abstützen möchte. Und das ist einfach jetzt, ja, die Grundlage dafür. Ich finde das richtig klasse gelungen. Was möchte ich jetzt weiterhin tun? Ja, jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich die 3, 4 Sachen hier zusammenführe. Das heißt, den Bachlauf mit diesem Grün, die Tannen, die Wiese, das Feld. Wie mache ich das jetzt? Das ist halt die große Frage. Und da muss ich jetzt echt erstmal überlegen. Ich melde mich gleich, wenn ich ein Stückchen überlegt habe. Ein kleiner weiterer Zwischenstand, den ich euch zeigen wollte, und zwar ist auf diesem unteren abnehmbaren Teil ein bisschen Korn mit drauf. Und ja, hier oben habe ich an dieser Stelle nochmal das Gelände neu angepasst, weil ich habe schon mal so ein bisschen, ja, Grabenaushub gemacht, also quasi ungefähr den weiteren Bachlauf dargestellt. Hier soll er so runtergehen und der endet auch hier. Und wie ich das mache, werde ich euch auch nochmal zeigen. Mal sehen, ob wir es heute hinkriegen. Weiß ich noch nicht. Jetzt gehe ich erstmal, würde ich sagen, ein bisschen mit dem Grün erstmal weiter. Fange wieder hinten an. Das heißt, in dem Fall auch wieder Tannen und so weiter. Also mir tun eigentlich jetzt schon die Finger weh, weil ich hier schon 100 Stangen von dem Kornfeld wieder gemacht habe. Aber ist egal. Das soll ja auch gut aussehen und deshalb ran hier und los geht's. Ein weiterer kleiner Zwischenstand. Und zwar ist es ja mit Eisenbahn und Schienen nicht anders wie mit solchen Sachen. Das heißt, erst muss der Verlauf festgelegt werden und dann kann alles drumherum gemacht werden. So, ich gehe mal durch. Nehme euch mal ein bisschen näher dran, auch wenn das Licht hier und da mal blendet. Ihr seht, dass alles einmal eins ist. Und zwar von hier unten, alles hier hoch mit viel Untergrund. Es ist sagenhaft, einfach sagenhaft. Ja, also ich würde sagen, viel passiert. Jetzt kommt quasi die Gestaltung um den Gebirgsbach drumherum. Das heißt links und rechts so ein bisschen, bevor wir dann an der Stelle hier weitermachen können. Ich habe mir jetzt doch erst überlegt, eine Grundierung in Grün zu machen, bevor ich mit der Begrünung links und rechts vom Bachlauf anfange. Hierbei musste ich natürlich aufpassen, dass ich immer nur eine Plate Unterschied Gefälle habe. Aber das Ganze ging soweit ganz gut auf. Hin und wieder habe ich die Platten vor und zurück geschoben. Nicht, dass ich das ganze Ding dann fest verbaue. Aber das Ganze ging gut auf und das werdet ihr gleich sehen. Es lässt sich wunderbar hin und her schieben. Absolut klasse Fortschritt. Schaut euch das an. Richtig bis ins Detail. Kleiner kann man nicht arbeiten, weil Lego keine kleineren Steine herstellt. Ja, deshalb geht es auch nicht kleinteiliger. Aber ich finde, es sieht gut aus. Hier wie so ein Berg rutscht so ein bisschen dargestellt noch. Und ich zeige euch noch einmal noch die beiden Elemente. 1 und Nummer 2. Wofür das Ganze? Ganz genau, damit ich hier eine Trittfläche habe oder mich abstützen kann, um nochmal da oben dran zu kommen. Also ich glaube, das ist absolut eine klasse Sache.
Mir gefällt das richtig gut. Wenn man so überlegt, dass eine Plate hier 16 x 16 dann ja 256 Einzelteile auf der Oberfläche sind, plus dem, was noch da drunter ist und der ganze Aufbau und so weiter, das ist schon absolut ordentlich. Und hier bin ich auch ordentlich weitergekommen. Ich zeige euch das mal. Ja, sowas gibt es ja öfters, dass ein Gebirgsbach in so einem Gitter endet und von da aus unterirdisch weitergeführt wird. Finde ich eine klasse Lösung. Ich habe noch so ein paar Einzelteile in Transclear draufgesetzt. Bin jetzt hier noch nicht ganz rum, wie ihr seht. Da muss ich noch ein bisschen beigehen. Und ich habe es auch immer noch nicht geschafft, hier links und rechts vom Gebirgsbach so ein bisschen Begrünung weiterzumachen, weil die Teile alle sind. Auch sowas kommt einmal vor. Aber ich denke, der heutige Baufortschritt, das ist mehr als ausreichend. Mir gefällt das richtig gut. Allein wie der Bachlauf hier so, das sieht richtig stark aus. Deshalb, also wenn ich heute jetzt noch mit Tannen anfange und so, das bringt jetzt auch nichts. Wir lassen es heute hierbei. Das war einfach schon wieder definitiv genug, auch von der Teileanzahl her. Und deshalb machen wir jetzt weiter mit den Zugfahrten. Und danach sage ich euch, wie es im nächsten Video weitergeht. Und heute fährt mal wieder die Santa Fe. Wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ich sage jetzt einfach mal, wir werden an dieser Stelle tatsächlich weiterarbeiten. Das heißt, wir schließen das Ganze hier mit dem Grün links und rechts vom Bach, werden weitere Tannen noch einfügen und mal schauen, was noch passiert. Vielleicht können wir auch ein bisschen da hinten noch weitermachen. Auf jeden Fall haben wir dann dieses Teilstück erstmal dann abgeschlossen und das wäre schon erstmal großartig. Also, bis dahin. Tschüss.